Es ist Sonntag, der 9. Mai, Muttertag und der erste wirklich warme Tag in diesem Jahr mit über 20 Grad. Und das zieht die Menschen heraus, natürlich, und an die besonders schönen Orte in und um Berlin. Und ich bin hier auf dem ehemaligen Grenzstreifen, noch in Teltow, aber so ein bisschen rechts raus war früher West-Berlin. Und auf diesem ehemaligen Grenzstreifen sind 1100 Kirschblütenbäume gepflanzt worden, Kirschbäume gepflanzt worden. Und das schauen wir uns jetzt in Ruhe an. Nachdem ich im letzten Video zum Grunewaldturm schon einiges über den Kreis Teltow erzählt habe, befinden wir uns nun in der Stadt Teltow. Wir sind am östlichen Rand Teltows, die Felder rechts gehören zu Heinersdorf. Und etwas weiter geradeaus kommt man, wie eben erwähnt, nach Berlin-Lichterfelde. Der Platz hier wird Japaneck genannt und damit befinden wir uns auf dem ehemaligen Grenzstreifen. Auf der Informationstafel kann man gut den Grenzverlauf erkennen. Wir befinden uns unten, wo der rote Punkt zu sehen ist. Die rote Linie zeigt den Verlauf der Mauer, die gelbe Linie den Berliner Mauerweg, den man heutzutage zum Spazierengehen nutzen oder mit dem Fahrrad abfahren kann. Für den gesamten 155 Kilometer langen ehemaligen Grenzverlauf um West-Berlin herum benötigt man aber einige Zeit. Ebenfalls gut auf dem Bild zu sehen ist die sogenannte Geisterstadt, das ehemalige Übungsgelände der amerikanischen Truppen südlich vom S-Bahnhof Lichterfelde Süd. Auf das Areal komme ich gleich nochmal zu sprechen. Zunächst weitere Informationswände mit angepinnten Fotos der ehemaligen Grenze und des Mauerfalls. Die Kirschblütenallee befindet sich auf zwei Seiten einer Bahntrasse. Früher endeten die Bahngleise an der Grenze. Heute kaum noch vorzustellen, wie es hier mal ausgesehen hat. Es gibt auch Informationsstelen, die an die Todesopfer an der Berliner Mauer erinnern. An dieser Stelle an den tragisch verlaufenden Fluchtversuch des 25-jährigen Hans-Jürgen Starost. Bei der Verhaftung schoss ihm ein neben den Grenzsoldaten anwesender Volkspolizist aus nächster Nähe in den Bauchraum. Trotz lebensgefährlicher Verletzungen wurde er zunächst von der Stasi vernommen und erst nach einer Woche in ein Krankenhaus mit Intensivstation verlegt. 3 Wochen später verstarb Hans-Jürgen Starost an den Folgen der Schussverletzung. Wer die gesamte Geschichte nachlesen möchte, findet einen Link in der Beschreibung. Aber wieso stehen hier heute, wo früher Grenzer patrouillierten, so viele Kirschbäume? Der Name TV Asahi Kirschblütenallee weist darauf hin. Und es gibt auch einen Gedenkstein. Über den Mauerfall und die deutsche Wiedervereinigung war man auch in Japan hoch erfreut. Einer der großen japanischen Fernsehsender, TV Asahi, hatte die Idee, dieser Freude Ausdruck zu verleihen. Es wurde die Sakura-Kampagne ins Leben gerufen, eine Baumpflanzaktion, finanziert durch Spenden. In ganz Japan wurden die Menschen dazu aufgefordert, Geld dafür zu spenden. Es kam umgerechnet rund 1 Million Euro zusammen. Mit dem Geld wurden im Zeitraum von 1990 bis 2010 über 10.000 japanische Kirschbäume gepflanzt. Auf dem ehemaligen Mauerstreifen und an weiteren ausgewählten Orten, die von der deutschen Teilung besonders betroffen waren. Vor allem in Berlin und Brandenburg. Nach Tradition der Japaner sollen die Kirschblüten Frieden und Ruhe in die Herzen der Menschen bringen. Der erste Baum wurde 1990 an der Glienicker Brücke, der letzte 2010 an der Eastside Gallery gepflanzt. Die Bäume in dieser 1,5 Kilometer langen Kirschblütenallee kamen 1996 hinzu. Seitdem wird hier in Teltow alljährlich Hanami, das japanische Kirschblütenfest, gefeiert. Normalerweise mit vielen Ständen, aber im vergangenen und in diesem Jahr musste das Fest abgesagt werden. Spazierengehen und Picknicken ist jedoch erlaubt. Auch viele japanische Familien kommen hierher. Meist wird am letzten Aprilwochenende gefeiert, aber in diesem Jahr ist die Blüte erst 2 Wochen später zu bewundern. Vor einer Woche, am 1. Mai, sah es hier noch so aus. Das japanische Wort Hanami bedeutet Blüten betrachten. O-Hanami ist die lange japanische Tradition, in jedem Frühjahr mit Kirschblütenfesten die Schönheit der in Blüte stehenden Kirschbäume zu feiern.
Die japanische Kirschblüte, Sakura, blüht in Japan je nach Gegend von Ende März bis Anfang Mai. Da der Februar in Japan der kälteste Monat ist, erfreut man sich neben den Kirschblüten an angenehmeren Temperaturen und fühlt die Kräfte der Natur erwachen. Die japanische Kirsche trägt keine essbaren Früchte und hat besonders viele Blüten. Diese Aspekte der Schönheit und der Vergänglichkeit sprechen Japaner besonders an. Ohne Früchte zu tragen, lebt die japanische Kirsche gewissermaßen einzig für das wenige Tage im Jahr andauernde Erblühen in dann überragender Schönheit. Nach längerem Reifen und nur kurzer Zeit des Erblühens fällt die Blüte im Moment vollendeter Schönheit. Die Sakura gibt damit Samurai und der Literatur ein Beispiel für einen würdigen jungen Tod. In den etwa 10 Tagen, in denen die Kirschen in der eigenen Gegend in Blüte stehen, feiert ein Großteil der Japaner ein Hanami mit Freunden, Kollegen oder Familie in einem Park oder einem anderen dafür geeigneten Ort. Zum Picknick nimmt man ein Kästchen mit mehreren Speisen mit, Obento genannt. Dazu wird oft reichlich Bier oder Sake getrunken. Man sitzt auf einer Unterlage auf dem Boden unter den Kirschbäumen, da das Aufstellen von Tischen und Stühlen in Parks untersagt ist. Um am Wochenende die besten Plätze bereitzuhalten, begeben sich manche Platzhalter schon Stunden vorher mit einer großen Plane ausgestattet vor Ort. Vor allem unter Kollegen und Studenten ist das abendliche Hanami nach Feierabend beliebt. In manchen Parks werden dafür die Kirschbäume angestrahlt. Die weißen und hellrosa Blüten bilden dann einen wunderschönen Kontrast zur Schwärze der Nacht. Auch in Deutschland gibt es in vielen Städten unterschiedlich große Hanami-Feste, meist organisiert von den örtlichen deutsch-japanischen Gesellschaften. Das größte Hanami-Fest in Deutschland dürfte das Kirschblütenfest in Hamburg sein. Dort wird zum Ausdruck der besonderen Verbundenheit mit Japan in ungeraden Jahren für eine 2-jährige Amtszeit sogar eine sogenannte Kirschblütenprinzessin ernannt, als Sonderbotschafterin der Freien und Hansestadt Hamburg für Japan. Neben Melbourne und Washington ist Hamburg weltweit eine von nur 3 Städten, die dieses Recht besitzt. In Teltow und Berlin gibt es nur die Feste, normalerweise. Ehrlich gesagt fehlen mir die vielen sonst üblichen Stände gar nicht so sehr. In diesem Jahr scheint mir die Atmosphäre besonders entspannt, friedlich und respektvoll zu sein. Ich möchte noch etwas zum ehemaligen Truppenübungsplatz der Amerikaner und dessen zukünftige Nutzung erzählen. Das Areal, eine offene Weidelandschaft, hat zwar seine eigene Schönheit, aber ich zeige zu den Erklärungen lieber weiterhin die Bilder der Kirschblütenallee. 1938 wurde ein 110 Hektar großes Grundstück arisiert und der Deutschen Reichsbahn übergeben. Ein geplantes Reichsbahnausbesserungswerk wurde allerdings nicht realisiert. Die Wehrmacht pachtete 1939 einen Teil des Geländes und brachte dort 2600 Kriegsgefangene unter. 1944 waren es 29.000. Ein Lern- und Gedenkort ist dort geplant. Im Herbst 1953 beschlagnahmte die United States Army einen großen Teil des Bahnareals, um, nach dem Aufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR, dort einen Truppenübungsplatz für die Berlin-Brigade einzurichten. Dieser wurde nach Generalmajor Floyd Parks benannt, der von Juli bis Anfang September 1945 der erste Kommandant des amerikanischen Sektors von Berlin war. Auf dem Gelände befand sich unter anderem eine Häuserkampfanlage, die unter dem Namen Doveboy City bekannt wurde. Es gab auch einen detailgetreu und realitätsnah nachgebauten U-Bahnhof in Form einer Hochbahnstation in Dammlage, der für Straßenkampfübungen genutzt wurde. 1975 wurde das Gelände erweitert und umfasste rund 70 Hektar. Da das gesamte Militärgelände seinerzeit auf den Berliner Stadtplänen als weiße Fläche eingezeichnet war, wurde es umgangssprachlich auch US-Geisterstadt genannt. Auf dem Stadtplan, den die Nationale Volksarmee der DDR in Gebrauch hatte, waren Details des Geländes allerdings eingezeichnet. Die Lichterfelder Anwohner litten unter dem Übungslärm. Nach jahrelangen Protesten machten die Amerikaner erst Mitte 1989 Zugeständnisse. Zwischen 22 und 7 Uhr wurden die Schießübungen auf Kleinkaliberwaffen mit Blindermunition beschränkt. Des Weiteren wurde zugesagt, dass zu diesen Zeiten keine Konvois mehr anrollten, keine Hubschraubertiefflüge stattfanden und das Kampftraining in der Geisterstadt von geräuschintensiven Aktionen befreit wurde. Ebenso wurde Ruhe an Sonn- und Feiertagen versprochen. 3 einwöchige Manöver pro Jahr zur Prüfung der Einheiten auf Kampfbereitschaft blieben aber bestehen. Vor dem Abzug der amerikanischen Besatzungstruppen aufgrund des 2+4-Vertrages 1994 wurde die Doveboy City abgetragen. Anschließend nahm die Natur dieses Gebiet in Besitz und es entstand eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt mit zahlreichen,
auch nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie geschützten Arten. Der Flächennutzungsplan von 1994 sieht für das Gelände allerdings eine Wohn-, Misch- und Gewerbenutzung vor. Die Bahnimmobiliengesellschaft Vivico hatte das Areal übernommen. Deren Nachfolger, die CAMO, verkaufte das 96 Hektar große Areal im Oktober 2012 an die Groth-Gruppe. Wer mein zweites Video zur Europacity gesehen hat, kann mit den Namen Vivico, CAMO und Groth sicherlich etwas anfangen. Und auch im dritten Video gehe ich auf die Groth-Gruppe ein. Im Herbst 2019 hat die Groth-Gruppe dann ihre Pläne für ein neues Wohnviertel, Neu-Lichterfelde genannt, vorgestellt. Es sollen etwa 2500 Wohneinheiten mit Raum für rund 6000 Menschen entstehen. Ich zitiere: Das von der Groth-Gruppe und dem Bezirk erarbeitete Konzept sieht vor, Mensch, Natur und Energie auf einem ökologisch wertvollen Gelände durch gute Planung und viele Ausgleichsmaßnahmen in Einklang zu bringen. Neben den entstehenden Geschoss- und Sozialwohnungen sowie Doppel- und Reihenhäusern sind der Neubau einer Schule mit Sportplatz, 3 Kindertagesstätten, einer Freizeiteinrichtung sowie diverse Gewerbeflächen, öffentliche Grünflächen und Plätze Inhalte des städtebaulichen Vertrags. Dazu gehören auch der Erhalt und die Pflege großer Teile der Lichterfelder Weidelandschaft. Gegen diese Pläne gibt es Widerstand. Bereits 2011 hatte das Aktionsbündnis Landschaftspark Lichterfelde Süd ein eigenes Konzept vorgestellt und versucht, auf die Planung einzuwirken. Kritisiert wird, dass die bisherige Projektplanung fundamental gegen das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 verstoße. Zu viele Flächen würden versiegelt und Kaltluftbahnen in die Stadt zu schmal und nicht richtig ausgerichtet geplant. Demnächst ist Baubeginn. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wie immer freue ich mich über Kommentare, ein Abonnement und Weiterempfehlungen. Bis zum nächsten Video.